Hallo zusammen. Das grundlegende Part-Design-Tutorial aus dem FreeCAD-Wiki, also der FreeCAD-Dokumentation, habt ihr bestimmt schon häufiger gesehen. Habe ich auf meinem Kanal auch schon mal gemacht für eine ältere FreeCAD-Version und im Wiki ist es für die Version 0.17 und 0.19 drin, allerdings nicht für eine wirklich aktuelle FreeCAD-Version. FreeCAD ist so viel besser geworden in der letzten Zeit und meine FreeCAD-Kenntnisse haben sich natürlich auch weiterentwickelt und so habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt mal die State-of-the-Art-Lösung dieser Datei. Wir haben hier das Basic Part Design Tutorial, also einfach so bestehend aus ein paar Formelementen, und das Geile ist an diesem Körper, ich habe den jetzt so stabil aufgebaut, ihr könnt die einzelnen Formelemente völlig unabhängig voneinander ausschalten, also unterdrücken und einschalten. Also zum Beispiel, wenn wir sagen für einen Kunde, wir brauchen die Variation des Körpers ohne diese mittlere Aussparung, klicken wir hier drauf, sagen einfach unterdrücken, aktualisieren das und das bleibt alles stabil. Also da geht nichts kaputt oder so. Wir können natürlich die Aussparung auch wieder einschalten und sagen, wir brauchen hier diese Schultern, also diese Teile, die brauchen wir nicht. Das heißt, wir sagen einfach hier unterdrückt, aktualisieren das Ganze, dann ist das Loch wieder da. Aber diese Schultern sind weg und jetzt sagen wir mal hier oben diese Ausklinkung da in den Ecken, die wollen wir auch gar nicht haben. Die schalten wir ebenfalls auf unterdrückt und zack ist der Körper wieder da. Vielleicht ohne Ausklinkung, aber dafür mit Schulter, gar kein Problem, sehen sieht das Ganze so aus. Oder ohne Ausklinkung, mit Schulter, aber ohne das Loch hier in der Mitte, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, jegliche Konfiguration von unseren Tools können wir so darstellen. Neues Dokument. Erstmal ist das Ganze hier nackt. Wir starten in der Part Design Workbench eine neue Skizze, sagen, wo die liegen soll. Ich lege die mal hier auf die YZ-Ebene. Nun zeichne ich mir meine Grundkontur. Die versuche ich schon mal möglichst stabil aufzubauen über einen Linienzug. Erstmal hier so eine Diagonale hoch, etwas rüber, ein Stück senkrecht runter und dann wieder hier zum Start. Gemäß der Zeichnung ist hier hinten die Gesamthöhe und die Gesamtbreite sind die gleich. Das heißt, die zwei setze ich schon mal auf gleich. Wenn ihr das nicht wollt, gebt ihr natürlich einzelne Maße vor, aber hier in dieser Aufgabe sind das jeweils 26 mm. Hier oben die Breite sind 5 mm gemäß Zeichnung. Natürlich wäre es jetzt hier auch noch möglich, dass ihr hier Namen zuweist, zum Beispiel Gesamtbreite, falls wir da später nochmal darauf zugreifen müssen, oder hier oben Breite oben oder was. Also das würde natürlich auch gehen, ist jetzt aber hier nicht das Thema, sondern wir wollen einfach gucken, wie kriegen wir den Körper stabil hin. Schließe das Ganze, die Sketch unbedingt umbenennen, damit wir Ordnung im Dateisystem haben. Also F2 drücken und dann nenne ich das Ganze Basis Skizze. So. Dann wissen wir schon mal, um was es sich hier handelt. Und nun wird das Ganze aufgepolstert. Ich polster das aber nur nach einer Richtung auf, weil ich das nachher mit einer Spiegelung versehen will. Also hier aufpolstern. Und jetzt, wie breit wird das Ganze? Die Gesamtbreite sind 53, also 26,5. Kann ich jetzt hier entweder von FreeCAD ausrechnen lassen oder ich rechne es selbst. Ich bin aber faul. Ich gebe also einfach ein 23 mal 0,5. So, und dann habe ich das auch schon. Skizzen normale, passt alles. So, das ist der Basiskörper. Dementsprechend nenne ich das dann auch wieder hier um und nenne es Basiskörper. So, jetzt ist der Basiskörper hier umbenannt und dann würde ich sagen, machen wir uns an die Skizzen, die Ausklinkung und die Schulter hier erzeugen. Ich habe festgestellt, es ist einfacher, wenn man es als zwei separate Skizzen macht. Es gibt natürlich wieder ganz viele Möglichkeiten mit einer Skizze, Master Sketch, dann eine Skizze mehrfach verwenden, aber ich lasse es ganz simpel. Wir machen zwei verschiedene Skizzen, die auf diesem Basiskörper hier aufbauen. So, das heißt, ich mache Auswahl dieser Seite und sage neue Skizze. Nun verlinke ich mir einen Punkt hier in die Skizze rein. Das kann ich jetzt entweder vom 3D-Körper wegnehmen oder ich sage einfach, das spielt ja keine Rolle, ob das der 3D-Körper ist oder die grundlegende Skizze. Dementsprechend kann ich die Basisskizze einblenden, den Grundkörper hier ausblenden und linke mir dann entsprechend hier über die Funktion externe Geometrie hier unten den Punkt oder hier oben den Punkt in die Skizze rein. Nun fange ich an, meine Skizzengeometrie zu zeichnen. Für die Schulter
Ich zeichne hier ein Rechteck, das im Skizzen-Nullpunkt beginnt und das dann hier so in etwa endet. Und das soll aber fluchten in vertikaler Richtung mit da oben diesem referenzierten Punkt. Also selektiere ich die beiden und sage hier bitte horizontal, vertikal festlegen. Jetzt haben wir hier sauber das Ganze referenziert. Es fehlt nur noch ein Maß, das ist hier oben die Höhe, kennen wir aber aus der technischen Zeichnung, 16,7 mm. Schon ist die Skizze hier fertig. Das ist jetzt die Skizze für die Schulter. Achtung, jetzt noch nicht aufpolstern, denn wir wollen nicht, dass die nächste Skizze auf der Schulter aufsetzt, sondern weiterhin hier auf dieser Fläche. Also blende ich mir die Skizze jetzt erstmal noch aus und wähle mir nochmal hier die Fläche aus und sage nochmal neue Skizze, wie gehabt. Den Körper raus, Skizze bleibt an. Ich projiziere mir hier oben den Körper, den Punkt wieder rein und zeichne mir das nächste Rechteck. Und zwar geht das hier los und schließt dann hier mit der Vertikalachse ab und hat eine Höhe von 5. Ist das auch voll definiert? Ich habe jetzt hier 2 Skizzen auf dieser Fläche hier liegen. Wie ihr seht, hier ist einmal für die Schulter, einmal oben für die Ausklinkung. Also hier umbenennen. Das muss halt sein, damit das hier Ordnung ist. SK Schulter und das andere hier wird die SK Ausklinkung. So. Ja, viel mehr ist tatsächlich gar nicht zu tun. Wir nehmen uns jetzt die Schulterskizze hier vor, polstern das Ganze auf nach der anderen Richtung und zwar 7 mm tief und dann nehmen wir uns die Ausklinkungsskizze, gehen hier oben auf die Vertiefung, also entfernen und machen das Ganze 11 mm tief und sind jetzt hier fertig im Prinzip. Das nächste, was ich machen will, ich spiegele mir diesen Körper, diese Grundgeometrie spiegel ich mir jetzt schon. Das hier natürlich erstmal noch umbenennen, also das Pad 001, das ist die Schulter und das Pocket hier, das ist die Ausklinkung, damit hier wirklich Ordnung im System ist. Und jetzt wird das Ganze gespiegelt, auch ganz easy. Ich gehe hier oben auf den Spiegelbefehl und sage, der Körper soll transformiert werden und an der Basis YZ-Ebene, also dort, wo ich vorhin die Skizze gemacht habe. Fertig. Jetzt ist das Ding fast fertig. Die Aussparung in der Mitte fehlt noch, aber die ist jetzt wirklich Kindergeburtstag. Ihr wählt diese Ebene aus, geht dann hier auf neue Skizze, dann wird der Skizzen-Nullpunkt wunderbar hier unten in die Mitte gesetzt. Das ist genau, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch ein zentriertes Rechteck, das wir uns hier auf die Vertikalachse kleben. 17 mm, zack, und ja, das war jetzt blöd. Das soll natürlich nicht festgelegt sein, sondern das machen wir auch über die Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit und jetzt noch ein Maß zwischen dieser unteren Linie und dem Skizzen-Nullpunkt von 7 mm gemäß Skizze zu. Und jetzt kann das Ganze ausgetragen werden. Wie tragen wir das Ganze aus? Also SK Mitte, nenne ich das jetzt einfach, weil das die mittlere Tasche hier ist. So, und jetzt einfach austragen über das Pocket, Vertiefung. Natürlich ist der Standard jetzt erstmal senkrecht hier zur Skizzenebene, wie ihr seht. Das ist nicht das, was ich will, sondern ich will die Richtung vorgeben. Das kann ich entweder über eine Referenz auswählen oder eine benutzerdefinierte Richtung. Ich gehe jetzt mal auf Referenz auswählen und sage, meine Referenz ist hier die Y-Achse. Dann macht das in die falsche Richtung, also drehen wir es noch um und zwar durch alles durch. Okay, und meine Aussparung ist soweit fertig. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass ich hier, wie ich vorhin schon demonstriert habe, zum Beispiel die Schulter hier mal unterdrücken kann oder die Ausklinkung unterdrücken kann. So, und ich kann jetzt auch richtigen Unsinn eingeben. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass meine Schulter hier, dass die existiert, und lasst uns die Schulter einfach mal ziemlich sinnlos und die Ausklinkung auch ziemlich sinnlos eingeben. Also wir sagen mal, die Schulter, die ist deutlich höher. Also machen wir in der Skizze hier keine 16,7, sondern 20. Also die ist relativ hoch hier. Und die Ausklinkung hier, die machen wir noch ein bisschen größer. Das heißt, da verändern wir hier mal die 5 zu 15. Also wir machen hier so eine richtig fette Ausklinkung, die dann diese Schulter im Endeffekt auch wieder mit abschneidet. Funktioniert einwandfrei. Wir können jetzt sogar, ja, wir können richtigen Unsinn hier machen. Wir können auch sagen, dass die Schulter hier keine 7 mm breit ist,
sondern 12 zum Beispiel, dann geht die noch so weit, baut dann hier auf. Ja, wie gesagt, ob das nachher Sinn macht, ist hier jetzt gar nicht das Thema, sondern das Thema ist hier, dass die FreeCAD-Datei stabil bleiben soll. Wir können die sogar größer machen, als nachher hier dieses Loch würde auch gehen. Wie gesagt, ob das jetzt nachher noch viel Sinn macht, weiß ich nicht. Wir bauen uns das nämlich jetzt hier ja quasi zu, aber hier stürzt definitiv nichts ab. Den größten Unsinn habe ich tatsächlich gesehen, als ich das vorhin schon mal ausprobiert hatte, als ich diese Schulter, Moment, die war so, genau, als ich diese Ausklinkung, die habe ich nicht so hoch gemacht, vielleicht mal 8 nur, aber die habe ich dann relativ breit hier reingefräst. Also hier habe ich die mal 20 reingefräst. Und wie gesagt, das ist kompletter Unsinn. Unser Body wird jetzt sogar in 2 Körper hier aufgetrennt. Es ist jetzt kein sauberes Teil mehr, also es ist jetzt kein sauberer einzelner Volumenkörper mehr. Aber was ich euch ja nur zeigen wollte, wie stabil diese Datei wird. Ne? So habt ihr ganz stabil dieses Basic Part Design Tutorial gelöst. Zum Abschluss wollen wir es nochmal auf die Standardwerte setzen. Und zwar die Schulter. Die waren 16,7. Hoch hier. Die Schulter ging 7 mm hier ins Material hinzu. Die Ausklinkung, die war 11. Und die Skizze der Ausklinkung war 5 hoch. So, damit müssten wir jetzt wieder den Ausgangszustand hergestellt haben des ursprünglichen Tutorials. Und zwar ohne, dass uns einmal hier irgendeine Fehlermeldung hervorploppt, ohne dass uns FreeCAD abstürzt oder irgendein Mist passiert. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ihr habt vielleicht dieses Tutorial schon ein paar Mal gesehen, aber vielleicht trotzdem das ein oder andere Neue hier erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video.